Hi Leute, vor ziemlich genau 2 Wochen habe ich ein Unboxing-Video gemacht zu der EcoFlow AC Pro. Jetzt habe ich das Ganze 2 Wochen in Betrieb und habe ein paar Probleme festgestellt, die euch vielleicht interessieren könnten. Also bleibt dran! Okay, um das Ganze ein bisschen besser darstellen zu können, habe ich eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Ich denke, dann kann ich das Ganze ein bisschen besser zeigen. Was ihr hier seht, ist das Setup, das ich hatte, bevor ich die AC Pro dazu gekauft habe. Ich hatte die Delta 2 Max oder habe die Delta 2 Max, den PowerStream Mikrowechselrichter. Beide haben jeweils 2 PV-Module dran. Das Ganze ist dann mit dem Hausnetz verbunden und natürlich mit dem Zähler. Und zusätzlich haben wir hier ein Shelly Smart Meter. Was ich dann gemacht habe, als ich die AC Pro gekauft habe, ist erstmal das Smart Meter getrennt von der PowerStream. Dann kam die AC Pro dazu, die habe ich im Haus an eine Steckdose angesteckt und auch einen Verbraucher dran, und zwar einen Luftentfeuchter, der über die AC-Ausgänge den Strom ziehen kann aus dem Akku. Gleichzeitig aber kann die AC Pro auch ins Hausnetz einspeisen. Was aber jetzt passiert ist, nachdem ich das Shelly Smart Meter angeschlossen habe, natürlich, jetzt sieht es so aus, als könnte die PowerStream und die AC Pro gleichzeitig ins Hausnetz einspeisen, und zwar beide die maximalen 600 Watt hier in der Schweiz, beziehungsweise die 800 Watt in Deutschland, oder die meisten Länder sind auf 800, nur die Schweizer noch nicht. Und das ist ein Problem. Also es kann sein, dass ich bis zu 1200 Watt ins Hausnetz einspeise, was nicht regelkonform ist. Ich schaue jetzt mal, ob ich das schnell simulieren kann. Ich habe hier mein iPhone verbunden. Ihr seht im Moment, gehen jetzt erstmal auf den Wechselrichter. Wir sehen, ich habe den auf die maximale Leistung von 600 Watt eingestellt. Das bedeutet, wenn er kann, speist er die 600 Watt ins Hausnetz ein. Das ist soweit okay. Was der Shelly der Shelly und der AC Pro machen ist, der AC Pro weiß jetzt, okay, 600 Watt werden ins Hausnetz eingespeist, wir brauchen aber nicht die ganzen 600 Watt, was wir hier sehen sollten, sondern nur die 410, die jetzt hier oder ungefähr 410 Watt, die hier eingespeist werden. Das bedeutet, alles was drüber ist, kann er sich in den Akku packen. Und das ist generell eigentlich gut. Allerdings werde ich jetzt mal einen Verbraucher anstellen, der die 2000 oder 2000 Watt verbraucht, und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, jetzt sehen wir, die PowerStream hat immer noch die 600 Watt, die ins Netz eingespeist werden. Und jetzt schauen wir mal, was der AC Pro macht. Der AC Pro entladet 591 oder 596 Watt ins Hausnetz. Das bedeutet, im Moment
speise ich 1200 Watt ins Hausnetz ein, was überhaupt nicht gut ist, was nicht passieren sollte. Darum schalte ich den jetzt schnell wieder aus. Stiege ich auf und abrennen. Okay, jetzt sehen wir, hat sich wieder alles normalisiert. Die AC Pro ladet die 350 Watt ungefähr in den Akku und die PowerStream speist 600 Watt in mein Hausnetz ein. Das ist okay. So, was ich gemacht habe ist, ich habe den EcoFlow Support angeschrieben und das ist die letzte Antwort. Wenn Sie das AC Pro als Batteriespeichersystem nutzen möchten, ist dies möglich. Sie können die Einspeisesteuerung des AC Pro aktivieren, sodass das Gerät keinen Strom ins Netz einspeist. Dass er keinen Strom ins externe Stromnetz einspeist, ist mir erst im Moment mal egal. Dazu kommt es eigentlich meistens sowieso nicht. Und wenn, in der Schweiz bekommen wir Vergütung dafür. Nicht viel, aber immerhin. Sie können die Zeitnutzungsprofile und die Reservequoten konfigurieren, damit das Gerät nur zur Energiespeicherung laden und entladen kann. Es ist jedoch nicht mit dem PowerStream-System kompatibel. Was im Endeffekt bedeutet, die Geräte reden nicht miteinander. Einer weiß nicht, was der andere tut, obwohl sie im gleichen App verwaltet werden. Und das ist ein Problem. Und wenn ich jetzt, wir gehen zuerst mal durch die Varianten durch, die möglich sind, um das Ganze abzufangen. Und zwar die Variante A ist die AC Pro als Gatekeeper zu benutzen. Und das bedeutet, die PowerStream wird direkt am AC-Anschluss an der Steckdose vom AC Pro angeschlossen. Das heißt, die PowerStream speist direkt in den AC Pro ein und der übernimmt nachher die Verwaltung, was wird ins Hausnetz eingespeist, was kommt in den Akku und natürlich habt ihr die AC-Ausgänge. Das Problem ist, die meisten haben ihren Wechselrichter nicht unbedingt dort stehen, wo ihr die AC Pro verwenden wollt. Die AC Pro ist ja eigentlich gedacht, aus meiner Sicht, sie dezentral zu nutzen, also irgendwo im Haus aufzustellen und einen Verbraucher anschließen zu können, der aus dem Akku den Strom ziehen kann. Zum Beispiel eben Waschmaschine, in meinem Fall den Luftentfeuchter, weil der ziemlich viel Strom verbraucht. Aber ich habe den Wechselrichter natürlich nicht im Bad stehen. Darum sind für mich in der Konfiguration die AC-Ausgänge eigentlich sinnlos, bringen nichts. Also besser gesagt der AC-Anschluss, weil einer wird ja schon belegt von der PowerStream. Was wir jetzt noch machen können, laut EcoFlow, ist, wir können ein Zero Feed-In machen. Und das bedeutet, die EcoFlow, die AC Pro, bezieht nur aus dem Hausnetz, wenn Solarüberschuss besteht. Das bedeutet, ich produziere 600 Watt, 300 Watt habe ich Verbrauch im Haus, das heißt 300 Watt gehen in den AC Pro. Und
Das klingt im ersten Moment nicht so schlecht, aber auch nicht gut, weil es nur eine halbbackene Lösung ist. Weil im Endeffekt der Speicher ist ja auch dazu da, dass ich ihn nutzen kann, falls ich im Haus Strom verbrauche, mein Gerät am AC-Anschluss nichts verbraucht, dann kann ich das ins Hausnetz einspeisen am Abend oder in der Nacht. Das geht in dem Fall wieder nicht mehr, weil wir nur ins Hausnetz einspeisen, also nur vom Hausnetz in die AC Pro, aber nicht umgekehrt einspeisen können. Aber ich habe das mal ausprobiert, beziehungsweise, was ich jetzt machen muss, nein, das ist okay. Ich kann das auch so zeigen. Die Einstellungen sehen im Moment so aus. Und zwar habe ich eine benutzerdefinierte Zeiteinstellung gemacht, die sagt, von 0 bis 24 Uhr, also den ganzen Tag, laden nur über Solar. Das bedeutet für mich, dass es auch wirklich nur Solar bezieht. Allerdings in dieser Konfiguration speist er trotzdem ins Hausnetz ein. Was bedeutet, wir müssen die Backup-Reserve auf 100% stellen, damit das System keine Leistung ans Hausnetz abgibt. Jetzt machen wir das mal. Ich stelle das auf 100%. Bedeutet, da steht, dadurch wird mehr Strom für die Nutzung während eines Netzausfalls reserviert. Nur 0% der Batteriekapazität werden für den Sparmodus verwendet. Okay. Jetzt gehen wir da zurück. Jetzt schauen wir mal, was die AC Pro jetzt macht. Und ihr seht jetzt, die lädt mit 1,03 Kilowatt den Akku auf. Obwohl die Einstellung eindeutig sagt, laden nur über Solar. Also es funktioniert nicht. Aber wenn ich das wieder zurückstelle, habe ich wieder das Problem, dass er mir ins Netz einspeist. Also es ist diese Möglichkeit ist aus meiner Sicht im Moment nicht verfügbar. Das, was der vom Support mir angegeben hat. Das heißt, im Moment nur die Gatekeeper-Variante. Das heißt, AC Pro hängt zwischen Hausnetz und Wechselrichter, kann euch davor bewahren, zu viel Leistung ins Hausnetz einzuspeisen. Dann gibt es noch eine andere Variante, die habe ich bisher aber noch nicht ausprobieren können. Das sind noch die Einstellungen, sorry, das wollte ich noch schon zeigen, da laden nur über Solar. Das sind die Einstellungen, 0 bis 24 Uhr, so könntet ihr das machen. Okay. Das mit der Zeitsteuerung, Automation ist eine Variante, die theoretisch möglich ist. Das bedeutet, die AC Pro kann nur zu bestimmten Uhrzeiten ins Hausnetz einspeisen. Allerdings braucht ihr dafür Home Assistant wahrscheinlich, weil die EcoFlow-App, wie wir vorhin gesehen haben, diese Möglichkeit nicht bietet. Ich habe jetzt aber noch keinen Home Assistant Server aufgesetzt, beziehungsweise ich habe einen aufgesetzt, aber den muss ich zuerst noch aktualisieren. Aber ich dachte mir, diese Informationen sind eigentlich ziemlich wichtig für euch, die vielleicht schon eine bestehende Anlage habt, so wie ich, und den AC Pro auch dezentral nutzen wolltet, dass das mit gewissen Restriktionen
daherkommt, beziehungsweise mit gröberen Problemen. Und ich finde, das ist ein Problem von der Software. Wenn ich nämlich eine 24-Stunden-Einstellung mache, nur über Solar laden, dann soll er auch nur über Solar laden und nicht, wenn ich die Backup-Reserve auf 100 stelle, einfach die Leistung aus dem Stromnetz beziehen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Okay, also ich werde jetzt für den Moment die Gatekeeper-Variante umsetzen, weil das das Einzige ist, was mich davor schützt, zu viel ins Hausnetz einzuspeisen. Ich bin aber immer noch in Kontakt mit dem Support. Jetzt ist wieder Wochenende und bis da wieder eine Antwort kommt, es dauert immer ein Weilchen. Aber ich wollte auf jeden Fall diese Infos mit euch teilen und ich hoffe, ihr könnt das damit anfangen und sobald ich was Neues höre vom EcoFlow Support, werde ich wieder ein Video machen, vielleicht auch nur ein Short, wenn es eine Kleinigkeit ist. Aber auf jeden Fall werde ich euch auf dem Laufenden halten. Also abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns demnächst wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.